Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fei Online. Wir kämpfen heute gegen Mini Baby Giant Luias. Richtig geil. Und ich habe nicht wirklich was rausgefunden. Aber ich habe mir nochmal die Werte von meinem Pet angeguckt und mir durchgelesen, was hier alles steht. Und diese beiden Werte scheinen die relevanten zu sein. Also das hier ist die Konstitution. Das ist auch das, was hier oben immer angezeigt wird, das ist dieses Maximum 18.000. Da steht dann einfach dabei, ja, wenn dein Pet nicht gut gelaunt ist, dann wird es dir auch nicht im Kampf behilflich sein, dann kann es dir nicht bei der Hausarbeit helfen. Die Übersetzung ist wie immer ein bisschen merkwürdig. Aber im Endeffekt heißt das einfach, so wie ich das verstehe, nicht, dass es stirbt, sondern einfach, dass es dann halt nicht mehr mitkämpfen kann, wenn es eben keine Konstitution mehr hat. Und das andere, ich habe mir die Werte generell mal so ein bisschen angeguckt, und das andere sagt quasi einfach nur, okay, dein Pet hat einen Herzwert, hieß das, glaube ich, von 100. Achso, die sind direkt daneben. Lol, das sind die normalen Luias. Dein Pet hat einen Herzwert von 100 und das braucht auch immer so einen Herzwert, damit es gut gelaunt ist, und nur ein gut gelauntes Pet kann dir wirklich weiterhelfen. Und den Herzwert kann man erhöhen, indem man, und jetzt kommt's, mit seinem Pet spielt. Und wo waren wir schon? Wir waren schon auf der Insel der Haustiere, wo ich mich ja gefragt habe, was ist der Sinn von dieser Insel? Warum existiert die? Und ich vermute mal stark, dass das was damit zu tun hat, dass man mit seinem Pet eben spielen kann. Da ist ja auch ein NPC gewesen, mit dem man reden konnte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er alles gesagt hat, aber vom Prinzip her macht das schon alles irgendwo Sinn. Und ja, das heißt, früher oder später werden wir uns wohl mal nochmal zu dieser Haustierinsel begeben müssen, um vermutlich dann eben mit diesem NPC zu reden, nochmal ein bisschen mehr über unser Pet zu erfahren, wie wir die Konstellation hochbringen, wie wir gegebenenfalls den Herzwert hochbringen, falls er dann mal sinkt. Ich meine, der ist immer noch auf 100. 100 scheint das Maximum zu sein, aktuell zumindest. Also es scheint sich noch nicht verändert zu haben, zumindest bisher. Und ja, also ich bin gespannt, aber grundsätzlich hört sich das eigentlich alles ganz cool an. Auch nach einem ziemlich guten System, weil, wie gesagt, wir haben jetzt das Pet schon relativ lange, haben schon viele Gegner damit besiegt. Und es hat erst jetzt knapp ein Drittel seiner gesamten Konstitution verloren. Das ist eigentlich auch ziemlich nice eigentlich. Also deutlich besser als ganz früher bei Flive PC mit Pet Food auf jeden Fall. Und eher vergleichbar mit Pet Candy, würde ich sagen. Zurück bei Lioli. Der unterirdische Palast des Schneeschmelzkönigreichs ist von einer eisigen Kälte erfüllt, die für Menschen unerträglich ist, sodass nur diejenigen ihn sicher betreten können, die den Eisschmelztalisman besitzen. Die Eis- und Feuerfedern, die ich euch gerade habe sammeln lassen, dienen zur Herstellung von Eisschmelzrunen. Level 25. Die eisige Kälte im unterirdischen Palast wird ihn bis in die Knochen frieren lassen und sie zu schwach machen, um schnell zu gehen, aber der Eisschmelztalisman kann helfen, der Kälte zu widerstehen. Bitte denkt daran, genügend Eisschmelzmittel mitzubringen, bevor der unterirdische Palast betreten wird. Da haben wir die beiden Federn, das müssen wir es wahrscheinlich herstellen, oder? Jetzt zeige ich euch, wie man einen Eisschmelztalisman herstellt. Okay, das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Langsam habe ich es wohl verstanden, wie man zwei Items kombiniert. Yeah. Redet sie nicht mit uns? Ah, doch. Das dauert immer einen kurzen Moment. Ich glaube, du beherrschst die Herstellung von Eisschmelzamuletten bereits. Bevor du den unterirdischen Palast betrittst, gebe ich dir einige Eisschmelzamulette. Sollten dir die Amulette ausgehen, kannst du zurückkehren und Eisvögel und Feuervögel jagen, um Eisfedern und Feuerfedern zu erhalten und die Amulette selbst herzustellen. Alternativ kannst du sie auch beim Gemischtwarenhändler kaufen. Also das heißt, und Level 26, wow. Und fast Level 27? What? Oder wir sind schon 27? Wir haben schon genug XP für 27. Lol. Das heißt, der erste in Anführungszeichen Dungeon, also eigentlich befinden wir uns jetzt ja gerade schon in so einer Art Dungeon, weil man hier nur reinkommt, wenn man die Quest macht. Trotzdem interessant ist, der erste Dungeon direkt so ein Dungeon ist, wo du ohne so einen Talisman stirbst. Als ich klein war, erkundete ich mit Freunden einen unterirdischen Palast. Wir waren in der eisigen Kälte gefangen und konnten nicht mehr herauskommen. Zum Glück kam meine ältere Schwester rechtzeitig, um uns zu retten, sonst wären wir vielleicht bei den Monstern im Inneren zum Opfer gefallen. Meine Schwester hatte mir abgeraten, den unterirdischen Palast wieder zu betreten, aber sie hatte auch Angst, dass ich ungehorsam sei
und alleine dort spielen gehen würde. Deshalb brachte sie mir bei, wie man Eisschmelz-Talismane herstellt und sagte mir, dass ich einen solchen Talisman mitbringen müsse, wenn ich den unterirdischen Palast betreten wolle. Alter, die hat uns 50 Stück gegeben? Oh, holy moly, danke dir, Bro. Ich habe kürzlich von einer alten Legende gehört, die einen Wunsch erfüllen kann. Vielleicht gehe ich dafür noch einmal in den unterirdischen Palast. Ich gebe dir ein paar Eisschmelz-Amulette. Denk daran, sobald du den unterirdischen Palast betrittst, klick auf das Eisschmelz-Amulett-Button unten auf dem Bildschirm oder benutze die Eisschmelz-Amulette aus deinem Inventar, um der eisigen Kälte zu trotzen. Jedes Mal, wenn du ein Eisschmelz-Amulett benutzt, geht eins verloren. Sorg also dafür, dass du genügend Amulette dabei hast, um der Kälte im unterirdischen Palast zu trotzen. Nimm Sie bitte ohne Umschweife den Eisschmelz-Talisman, da konnten Sie das Innere des unterirdischen Palastes des Schneeschmelzkönigreiches. Eieiei. Was ist denn das hier? Level 25er Box? Was haben wir jetzt daraus bekommen? Ich habe es legit nicht gesehen. Oh, die Upgrade-Teile, oder? Ich glaube, wir haben Upgrade-Steine bekommen. Ich weiß nicht, ob ich genug Food habe. Ich habe... Ja gut, ich habe 35 Refresher, 39 Food. Ich hoffe, die Viecher sind nicht so stark. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum wir das Level-Up nicht kriegen. Unsere XP sind voll. Ist wahrscheinlich an die Quest gebunden. Habe ich jetzt zu schnell gelevelt? Ich weiß es nicht. Diese XP-Bücher können wir irgendwie auch nicht mehr benutzen, ne? Das hier oben ist auf jeden Fall abgelaufen, das was da die ganze Zeit lief. Okay, hier chillen auf jeden Fall ein paar Dudes und ein paar Dudinen. Das sind tatsächlich alles Dudinen, oder? Ne, ein Dude. Wo ist der Dungeon-Eingang? Ich sehe ihn nicht. Und wir gehen jetzt auch ohne Luca rein, oder was? Okay, wir sind drin, Baby, let's go. Oder? Mal kurz lesen, was hier steht. Also, Ruinen des Nordpalastes von Barota ist ganz oben, in der Mitte ist der Baum der Träume und unten ist Ruinen des Losek-Palastes. Und nach rechts geht's zum zweiten Stockwerk des unterirdischen Palastes. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Aber ich sehe tatsächlich das Symbol gar nicht. Uff, ich weiß nicht, was das ist. Warum sind das so viele Smileys? Oh Gott. Oh. Wow. Okay, nimm den Talisman. Wow, okay, ich musste mich erstmal einen Meter bewegen. Den Talisman zu benutzen war auch einer der Quest-Dinger. Aber zu wem müssen wir da? Lioli oder was? Zu Glas. Zuweisungsbüro Glas. Okay. Das ist nicht hier drinnen, aber warum müssen wir dann jetzt hier drin nichts machen? Ah, jetzt weiß ich, was wir bekommen haben. Wir haben Blinkwings bekommen, wir sollen zurück ins Dorf, nachdem wir hier was abgeschlossen haben. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch 50 Talismänner. Okay, jetzt muss ich nur gucken, welches von den beiden uns zurück ins Schneeschmelzdorf bringt. Das ist es nicht. Da müsste es das sein. Nope, das ist es tatsächlich nicht. Es war doch das. Oder ist das das? Ich weiß es nicht. Also da stand auf jeden Fall gerade was ganz Komisches. Da stand nicht Schneeschmelzkönigreich. Aber vielleicht ist die Übersetzung einfach RIP. Ja, okay, die Übersetzung von dem Ding war einfach RIP. Okay, interessant. Also wir gehen jetzt immer rein, raus, rein, raus. Das muss ich sagen, gefällt mir gar nicht. Sowas hasse ich tatsächlich eigentlich. Da bin ich tatsächlich kein großer Fan von. Von so rein, raus Geschichten. Nichts Falsches denken. Genau. Aber vielleicht, ja, aber es würde keinen Sinn ergeben, wenn das jetzt alles war. Warum sollte so ein fetter Dungeon existieren, nur um einmal reinzugehen? Ziemlich unnötig, dass wir dafür jetzt einen Talisman verschwendet haben. Da du im ersten Stock des unterirdischen Palastes nicht viel Wertvolles gefunden hattest, beschlossst du, zu Lioli zurückzukehren, um weiteres Vorgehen zu besprechen. Doch Lioli begrüßte dich nicht mit einem Lächeln, als du sie wieder sahst, schlief sie tief und fest. No. Ah ja, tatsächlich, wir sind jetzt erst 27 gekommen.
Du hast alles versucht, Leolie zu wecken, aber sie wachte einfach nicht auf. Dir fiel ein scheinbar glückliches Lächeln auf ihrem Gesicht auf. Könnte es sein, dass selbst Leolie am Dornröschen-Syndrom leidet. Einen Moment lang wusstest du nicht, was du tun solltest. Deine Gedanken waren in Aufruhr. Und du warst auch sehr besorgt um Leolie. Nach langem Überlegen beschlossen sie schließlich, Dr. Wolf aus dem Schneeschmelzkönigreich aufzusuchen, um herauszufinden, ob der ein Heilmittel für das Dornröschen-Syndrom entdeckt hat. Ich gehe stark davon aus, dass er das nicht hat. Also, sogar Leolie ist mit dem Dornröschen-Syndrom angesteckt worden. Ich habe noch kein Heilmittel dafür gefunden, deshalb kann ich sie jetzt nicht wecken. Was geschieht bloß im Schneeschmelzkönigreich? Eine nach der anderen fallen die Mädchen meines Volkes in einen tiefen Schlaf und einer nach dem anderen verschwinden die Jungen. Ich habe gerade die Bekanntmachung überprüft und festgestellt, dass ein junger Mann namens Luca auf der Vermisstenliste steht. Wie seltsam. Ich dachte, sie sei nur ein Unglück für mein Elfenvolk, aber ich hätte nie erwartet, dass selbst Menschen von einer solchen Katastrophe betroffen sein könnten. Oh, Luca wurde auch entführt. Oh, man, Luca. Da sich neben dir und Luca im Land des schmelzenden Schnees ein weiterer Mensch befindet, sagte der Wächter des Landes des schmelzenden Schnees, dass dieser Ort betreten wurde, genau wie ihr. Obwohl ich den Grund für sein Kommen nicht kenne, glaube ich, dass die Kommunikation einfacher sein wird, da ihr beide Menschen seid und er dir vielleicht bei den Ermittlungen helfen kann. Den ersten Teil habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Ich habe gehört, dass dieser Mensch Cabo heißt. Hä, du sagst, du kennst ihn? Das ist ein unglaublicher Zufall. Du sollst ihn bald suchen gehen. Vielleicht sucht er ja dich auch. Oh, und hier sind noch ein paar Cabo-Teleportationshörner für dich. Benutzt die, wenn du ihn finden musst. Das spart dir Reisezeit. Alter, geil. Cabo-Teleportationshörner. Oh Gott, warum haben wir 3 Stück davon? Also Cabo ist Lugas Vater auf jeden Fall, das weiß ich. Fertigkeitslehrer. Das lädt nicht. Popo-Drachenbeschwörung. Warum heißt das Popo? Aber dann können es ja nur die anderen sein. Es ist Cabo. Und er ist Blade. Und er hat keine Quest. Oh, doch jetzt. Super, ich habe dich endlich gesehen. Seit du und Luca weg seid, hatte ich das Gefühl, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie ich anfangs dachte. Damals suchte ich vergeblich nach den Schneeschmelzkönigreichen, den Schneeelfen und hielt sie immer nur für Legenden. Doch ich hätte nie gedacht, dass du und Luca tatsächlich einen Weg dorthin finden würden. Meine über Jahre geschärfte Jägerintuition sagte mir jedoch, dass ihr auf dieser Reise unweigerlich Gefahren begegnen werdet. Ich habe ein ungutes Gefühl und bin deshalb ebenfalls ins Schneeschmelzkönigreich gekommen, um euch zu helfen. Kurz nachdem ich jedoch mit meinen Ermittlungen begonnen hatte, erfuhr ich von Lukas Verschwinden. Belastend, my man. Meine Befürchtungen haben sich tatsächlich bewahrheitet. Ich hoffe, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Aufgrund ihrer bisherigen Ermittlungen deuten die Spuren auf den unterirdischen Palast im Schneeschmelzkönigreich hin. Möglicherweise steht Lukas Verschwinden ebenfalls mit diesem Palast in Zusammenhang. Ich denke, sie sollten den unterirdischen Palast noch einmal gründlich untersuchen. Habt ihr jetzt gesehen, wie der Typ einfach hergeflogen ist und nur schnell die Quest angeklickt hat und wieder weggeflogen ist? Der hat sich das safe nicht durchgelesen, ey. Der verpasst die ganze spannende Story, dieser dreckige Hater. Du findest Cabo plausibel. Bei deinem letzten Besuch im unterirdischen Palast hast du nicht gründlich genug nachgeforscht. Du planst, den unterirdischen Palast erneut aufzusuchen, diesmal gründlich zu untersuchen. Du hast zuvor einige verdächtige Schneeschattenkatzen in den Ruinen des Nordpalastes von Barota gesehen und beschlossen, sie erneut aufzusuchen, in der Hoffnung, durch das Töten der Schneeschattenkatzen einige nützliche Hinweise von ihnen zu erhalten. Übrigens, falls ihr mein Beschwörungshorn habt, denkt daran, es nach Abschluss der Quest zu benutzen, um die Reisezeit zu verkürzen. Also, das heißt, wir müssen in den oberen Teil des Palastes. Das Problem ist, warum gibt es keinen Blinkwing in den Palast rein? Das wäre das, was wirklich auch extrem viel Zeit sparen würde. Aber naja. Okay, es sind noch mehr Leute tatsächlich. Also anscheinend Low-Level richtig aktiv hier. Mal gucken, ob die Leute im Dungeon auch sehen. Der geht jetzt genau zeitgleich mit uns rein. Oder auch nicht. Entschuldigung, ich würde da gerne reingehen. Jetzt. Oh, tatsächlich. Man sieht hier auch andere Spieler drinnen. Also, wir müssen jetzt hier hin, in den nördlichen Teil. Da sind die Schneeschattenkatzen. Warum wollte mein Chagat gegen die Wand rennen? Spinnennetz mit einer Spinne sogar drinnen. Alte Palastruinen. Da steht sogar was. Da steht auch was auf Englisch, oder?
Ja, sieht nur so aus. Sieht aus wie englische, lateinische Buchstaben, aber eher nicht. Oh, da ist der Ultra Slow. Wir brauchen einen Talisman. Und Slow aufgehoben. Da müssten jetzt Nyang-Yangs sein. Oh, das sind Mutant Nyang-Yangs. Wir sind im Mars Dungeon, Baby. Let's go. Ich kenne diesen Dungeon. Das ist der Mars Dungeon. Mutant Nyang-Yang. Hau ihn rein. Es scheint nicht so, als wären die Monster wirklich stärker, oder? Bist du mich jetzt umklatschen? Nö. Zumindest sind sie ungefähr genauso stark wie Open-World-Monster. Vielleicht sogar ein bisschen schwächer. Aber gut, ich bin ja auch Level 27. Die Monster sind nur 26. Okay. Ja, das Kampfsystem, habe ich auch schon gesagt, denke ich, ist halt sehr statisch, ne? Was aber für so ein altes Spiel auch absolut nicht ungewöhnlich ist. Da war Flive PC seiner Zeit eigentlich schon fast ein bisschen voraus. Weil Flive PC ist zwar grundsätzlich auch statisch, aber doch auch recht mobil. Kommt darauf an, welche Klasse man spielt. Ich sag nur Blinkpool zum Beispiel. Also es ist beides. Es ist beides. Bei den Chinesen fühlt es sich aktuell noch sehr statisch an. Aber das kann sich theoretisch jederzeit ändern. Okay, das war das Falsche. Hä, war das nicht gerade das, was ich benutzt hatte? Na, egal. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich 4 hatte. Ich dachte, ich habe nur 3. My bad. Kabu, my man. Bitte sag mir, dass ich die Quest abgeschlossen habe. Yeah. ich war gerade unsicher. Das wäre ärgerlich gewesen. Hast du diese Elfenkrieger-Abzeichen von den Schneeschattenkatzen bekommen? Schau dir die Namen auf den Abzeichen an, fällt dir etwas auf. Ganz genau, die Namen auf dessen Namensschildern sind die gleichen wie die Namen der vermissten Elfenjungen. Am Baum. Ja, wäre komisch, wenn sie andere Jungs auch noch entführt hätten und die nicht auflisten würden. Ich glaube, diese Elfenkrieger-Abzeichen wurden von den vermissten Elfenjungen verloren. Die Schneeschattenkatzen haben sie in ihren Besitz gebracht. All dies beweist, dass das Verschwinden im Schneeschmelzkönigreich in direktem Zusammenhang mit diesem unterirdischen Palast steht. Wir müssen den unterirdischen Palast weiter untersuchen, in der Hoffnung, Hinweise auf das Verschwinden meines Sohnes Luca zu finden. Du nickst zustimmend auf Carbos Standpunkt und beschließt, einen weiteren Ausflug zum unterirdischen Palast zu unternehmen. Übrigens, als du das letzte Mal im unterirdischen Palast warst, sah der Boden unter dem großen Baum seltsam aus. Er schien lockerer zu sein als sonst. Vielleicht ist da etwas vergraben. Du beschließt, es auszugraben. Ja, wie gesagt, dass man da jetzt die ganze Zeit hin und rein und raus muss, das finde ich gar nicht so geil. Das Beschwörungshorn hilft, wobei ich habe jetzt auch nur noch eins. Weswegen ich mir da jetzt nicht mehr so 100% sicher bin. Aber ja. Okay, die Amigos hier machen offensichtlich die gleiche Quest wie wir. Nichts gefunden? Es fühlt sich so wasted an, so ein Talisman zu benutzen, wenn ich hier nur 5 Sekunden drin bin. Okay, fertig. Und jetzt zurück zu Kabu, oder was? Nicht dein Ernst, Bro. Ich brauche mehr von diesen Beschwörungshörnern, Alter. Ich habe keine mehr. Ich habe alle aufgebraucht. Was hat denn der eigentlich für Äxte in der Hand? Was sind denn das für Äxte? Sind das... Ach, das sind diese NPC-Äxte, oder? Level 54? Ja. Damn, ich habe noch nie gesehen, wie die jemand trägt. Crazy. Warum habt ihr so viele Briefe von Elfenmädchen gefunden? Das ist wirklich seltsam. Der unterirdische Palast ist doch schon lange verlassen und trotzdem sehen diese Liebesbriefe aus, als wären sie erst vor kurzem vergraben worden. Warum sollte ein Elfenmädchen ihre Liebesbriefe unter dem großen Baum im unterirdischen Palast vergraben? Ich kann mir das nicht erklären. Vielleicht hat es mit einem Brauch der Elfen im Schneeschmelzreich zu tun. Ich denke, es wäre am besten, eine der Elfen zu fragen. Du beschließt, Dr. Wolf erneut zu befragen, da du schon häufiger mit ihm zu tun hattest. Hoffentlich kann ich auch diesmal wieder ein paar nützliche Informationen von ihm erhalten. So.
Mr. Dr. Wolf. Du meinst, diese Liebesbriefe wurden unter dem großen Baum im unterirdischen Palast ausgegraben. Meinst du mit dem großen Baum den, dessen Blätter blassrosa schimmern? Wie erwartet, es ist tatsächlich der Baum der Träume. Ich erzähle dir später mehr über den Traumbaum. Zeig mir bitte zuerst die Liebesbriefe, vielleicht finde ich darin nützliche Hinweise. Oh mein Gott, die Unterschriften auf diesen Liebesbriefen. Sind das nicht die Namen jener Elfenmädchen in meinem Schneeschmelzreich, die kürzlich das Dornröschen-Syndrom entwickelt haben? Keine Ahnung, ich kenne die ja nicht. Bei genauer Betrachtung dieser Liebesbriefe scheint es, dass sie von allen jungen Mädchen geschrieben wurden, die still ihre Liebe nur sich selbst gegenüber ausdrücken. Und sie scheinen nicht die Absicht zu haben, sie an die Person zu schicken, die sie mögen. Es scheint, als wären diese Elfenmädchen alle heimlich in ihre Liebsten verliebt, zu ängstlich, um ihre Gefühle zu gestehen. Ja, aus diesen Liebesbriefen habe ich noch etwas viel Wichtigeres entdeckt. Die Objekte der heimlichen Schwärmereien dieser Mädchen. Es waren genau diese vermissten Elfenjungen. Ich erinnere mich daran, dass Luca mir erzählt hat, dass das Dornröschen-Syndrom und das Verschwinden immer zeitlich zusammenfielen. Oh, und Lioli ist in Luca verliebt. Deswegen ist er verschwunden und sie ist eingeschlafen. Wow, PogChamp. Alles hängt miteinander zusammen. Könnten diese Liebesbriefe mit dem Dornröschen-Syndrom und dem Verschwinden der Elfenmädchen in Verbindung stehen? Da muss ein Zusammenhang bestehen. Ich habe noch eine Frage. Warum vergraben Mädchen ihre Liebesbriefe unter dem Traumbaum? Ich wollte euch gerade die Legende vom Traumbaum erzählen. Vor 4 Jahren gab es in unserem Schneeschmelzkönigreich die Legende, dass ein junges Mädchen, wenn es seinen Liebesbrief an seine heimliche Liebe unter dem Traumbaum vergrub, dessen Segen erhalten und mit der Person, die es liebte, ein Liebespaar werden würde. Allerdings, das ist eine Legende aus längst vergangenen Zeiten, seit der unterirdische Palast verfiel, hat keine Elfe mehr so etwas getan. Ich weiß nicht, warum es in letzter Zeit plötzlich wieder so populär geworden ist. Ach so, Moment mal, schau mal, dieser Liebesbrief ist für Luca. Alter, Luca, der alte Rizzler. Luca ist einfach der Rizzler. Wie seltsam war es für diesen Menschenjungen geschrieben worden. Nur die Elfen des Königreichs des schmelzenden Schnees kennen die Legende vom Traumbaum. Könnte es sein, dass es ihm von einem Elfenmädchen geschrieben wurde? Dass keine Unterschrift drauf ist, frage ich mich, wer es geschrieben hat. Ja, schade. Alter, wer wohl? Wer ist als letztes eingeschlafen, Big Bro? Du betrachtest den Liebesbrief an Luca aufmerksam und erinnerst dich daran, dass Ruri immer Gefühle für ihn zu haben schien. Könnte dieser Liebesbrief von Ruri, a.k.a. Lioli, an Luca geschrieben worden sein? Du hast Wolf deine Vermutung mitgeteilt und gehofft, dass er einen Weg finden könnte, deine Idee zu bestätigen. Lioli ist nun in einen tiefen Schlaf gefallen, daher konnten wir keine endgültige Antwort von ihr erhalten. Aber das bedeutet nicht, dass wir hilflos sind. Liolis Haustier, Lily Kay, ist immer bei seinem Frauchen, aber der kleine Kerl ist sehr frech und benimmt sich ganz bestimmt nicht. Jun sagt dir, du sollst zuerst Lily Kay finden und zurückbringen, damit wir ihn ordentlich befragen können. Das Haustier von Lioli kann reden? Sind wir dem schon mal begegnet? Oh. Oha, ist das ein Neunschwänziger? Was ist denn das? Das ist ein richtig fancy Reinecke, Alter. Wieso geht das schon wieder nicht? Ey. Hab ich seinen Arsch? Hab ich seinen Arsch? Ne, ich hab seinen Arsch nicht. Ich hab seinen Arsch immer noch nicht. Wenn es noch zweimal fehlschlägt, lese ich mir durch, was da oben steht. Verdammt, was steht da? Oh, okay. Ah, ich glaube, ich soll ihn angreifen. Da steht noch ein paar Berührungen. Ah ja. Okay, Lioli, ich töte mal schnell dein Haustier. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Oder es tötet mich! Es tötet mich! Ey, yo, chill! Okay, Blinkpool ist echt anstrengend. Weil ich nicht so konkret bestimmen kann, wohin es geht. Nicht so konkret, wie ich gern hätte. Okay, jetzt rennt er weg. Oh, er kommt wieder. Oh, was? Aber ich habe doch gefoodet! Hoffentlich ist der noch Lowlife. Come on. Ey, du dummes Mistvieh, Oida.
Warum ist so ein dämliches Haustier stärker als alle Monster, denen ich bisher begegnet bin? Blöde Mistkuh. Okay, er ist immer noch Lowlife. Und wir fooden, wir healen. Blöde Mistkuh, ey. Warum ist das Vieh so stark? Aber ich habe auch tatsächlich nicht mehr gestattet, fällt mir gerade auf. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Okay, jetzt können wir es fangen. Nee. Warte mal, was habe ich getan? Oh oh. Wähle ein Ziel aus. Ich breche die Quest mal ab. Ich glaube, das war tatsächlich nicht ganz richtig, den umzubringen. Da stand, man soll ihn schlagen, dann lässt er sich leichter fangen. Also wahrscheinlich hätte man ihn wirklich nur angreifen sollen und dann das Lasso werfen sollen. Komm, hol das Lasso raus. Na gut, jetzt können wir hier auf jeden Fall alles skippen. Das haben wir jetzt ja schon gelesen. Okay. Ja gut, das war ja nicht so viel Text. So, try again. Hoffentlich funktioniert das. Naja, da ist er wieder. Kann ich das auch vom Board aus machen? Nee. Shabam. Ich lese jetzt nochmal, was da oben steht. Ein paar Klapse, dann benimmt es sich. Wieder fehlgeschlagen. Wieder fehlgeschlagen. Shit. Oh oh. Boom. Ist ja echt wie Pokémon, ne? Lowlife machen und dann fangen. Jetzt. Nein! Wieso nicht? Stirbt der Mann der Nacht. Junge! Okay, ich glaube, das Spiel dachte jetzt, ich bin tot. Oh, ich hab ihn. Oh, meine... Alter. Hä, was ist das jetzt hier? Wir müssen zu Wolf? Aber warum geht dann kein Auto-Following? Ach so, weil ich noch im Kampf war. Alter. Übel der Struggle, Mann. Holy Macaroni. Das war die schwierigste Quest bisher. Gefühlt. Lilly, hab keine Angst, wir tun dir nichts. Wir wollen dich nur nach deiner Herrin fragen. Wir sind hier, um sie zu retten und sie so schnell wie möglich aus ihrem Schlaf zu erwecken. Du musst dich benehmen, du darfst nicht wieder herumlaufen. Sehr gut, Lilly ist nach wie vor sehr brav und kooperativ. Es hieß, obwohl man nicht wisse, ob Lioli den Liebesbrief geschrieben habe oder nicht, könne man uns zu Liolis Tagebuch führen. Lioli notiert ihre Gefühle täglich in ihrem Tagebuch und vielleicht verrät uns das Tagebuch, ob Lioli den Liebesbrief an Luca geschrieben hat.
Ja, wieder so ein Horn. Lilly ist bereit, du kannst es benutzen, um zu Leolys Tagebuch zu gelangen. Tippe auf die Schatzsuchpfeile am unteren Bildschirmrand, um Lillys Suche nach dem Tagebuch zu starten. Falls Lilly auf halbem Weg anhält, kannst du die Schatzsuchpfeile erneut antippen, um sie zum Weitersuchen zu animieren. Sobald du dein Ziel erreicht hast, hol Ruris Tagebuch hervor. Okay, dann machen wir das noch schnell, weil die Quest geht dann sonst wieder nicht mehr. Die resettet dann immer. Uff, ich hoffe, das ist nicht so weit weg, weil das Vieh ist echt langsam. Als es mich getötet hat, war es irgendwie ein bisschen stärker. Schneller. Okay, ich bin in jetzt knapp 5 Minuten hinterhergelaufen. Yikes. Leolys Tagebuch, Teil 1. Ich habe meine Gefühle für Luca gehört. Oh, meine Gefühle für Luca gehören nicht derselben Rasse an. Und auch das Blut, das in unseren Adern fließt, ist nicht dasselbe. Ich weiß, dass es keine Zukunft tief in meinem Herzen vergraben gibt. Wir für uns... Oh, was zum Teufel, der Text ist ja mal mega seltsam. Nochmal. Ich weiß, dass es keine Zukunft für uns gibt, also kann ich meine Gefühle für ihn nur tief in meinem Herzen vergraben. Doch diese Gefühle erdrücken mich mit Kummer. In letzter Zeit kursiert unter den Mädchen eine Legende, der Traumbaum-Geheimnis hat seine Macht erneut offenbart. Deshalb beschloss ich letztendlich, es zu versuchen, ob die Legende nun stimmt oder nicht. Ich wollte meine tiefsten Gefühle für ihn niederschreiben. Selbst wenn der Traumbaum meinen Wunsch nicht erfüllte, selbst wenn Luca meine Gefühle niemals erwidern würde, wollte ich den Liebesbrief, den ich an Luca geschrieben habe, dennoch unter dem Traumbaum vergraben. Unerwiderte Liebe ist wirklich schmerzhaft. Ich wollte Erlösung für mich finden. Oh. Better Love Story than Twilight, ganz ehrlich. Twilight ist Trash. Ich hab die Filme gesehen, die waren nicht gut. Also. Ja, das war's eigentlich. Das war's für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's weiter mit Fei Fei Online und der bahnbrechenden Liebesgeschichte zwischen Leoly und Luca. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut gerne auch im Livestream vorbei. Täglich live auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.